Ja, hallo zusammen. Wir sind Anna Hallo, ihr Lieben. und Olli. Genau. Genau. Und wir haben uns überlegt, dass wir so einen kleinen Reiseblog machen oder unsere. Wir reisen halt gerne Genau. viel und haben uns halt überlegt, ob wir die Sachen nicht festhalten sollen und euch zeigen sollen, die ganzen Sachen. Genau. Damit ihr so ein bisschen Eindrücke gewinnen könnt von den Hotels, von den Ländern. Ja, wir hoffen, ihr habt Spaß und könnt vieles mitnehmen. Genau, und wir haben auch schon die erste Reise gebucht, Ja, wir freuen uns schon sehr drauf. denn in ein paar Tagen, gar nicht mehr lange, geht's nach, Djerba, Tunesien. genau, ins TUI Magic Life. Genau. Penelope, Penelope, glaube ich. Penelope War Hotel. gewesen, genau. Ja, Und da werden wir halt alles mal so festhalten und zeigen euch dann hier die ganzen Sachen. Wir werden das Hotel filmen, das Essen. So haben wir zumindest vorgenommen. Keine Ahnung, ob es funktioniert. genau. Und dann schauen wir mal. Wir wünschen euch auf jeden Fall ganz viel Spaß. Da sind wir. Juhu. TUI Magic Life. Penelope Beach. Oh. Mit dem Zoom habe ich noch nicht so raus. Bin ich mal gespannt. Wollen wir hier rumdrehen. Langer Eingang da hinten. Lange Einfahrt. Palmen und überall die TUI Magic Life Flaggen. Sieht auf jeden Fall besser aus als auf dem Foto, muss ich sagen, im Internet. Ja, aber von außen sieht das jetzt nicht ganz so groß aus. Aber wir schauen mal, was uns drin erwartet. Ja, schauen wir mal rein. Ja, da ist der Eingang, stehen Autos und direkt hier am Eingang habt ihr so einen kleinen Shop. Also klein ist doch relativ groß hier mit Souvenirkram, so wie es aussieht. Wasserpfeifen und Bälle kriegt er da und all sowas. Hier ist die Rezeption. Wunderschön hier mit den leuchtenden Fliesen da oben. Kronleuchter. Dann ist das Café, da hängt die Leinwand. So, hier ist die große Bar, neben des Pools, die ich gerade gezeigt habe, die Wunderbar. Ja, hier geht manchmal eine Leinwand runter, hier wurde schon ein paar Mal die Woche Fußball geguckt. Dann sitzen halt die Leute hier. Überall hier in der Anlage sind so Schilder, so Wegweiser. Hier seht ihr zum Beispiel, wo es überall hingeht, ja, jede Menge. Hier geht es auch zum Sportcenter. Das sind die ganzen Sportplätze, da laufe ich jetzt mal mit euch hin und zeige euch das mal. Und hier ist auch gleichzeitig dann hier halt dieser Running Track. Ja, hier gibt es so eine Joggingstrecke, zeige ich euch gleich auch mal. Hier seht ihr einmal den Running Track, ja, hier könnt ihr gucken, wo es lang geht, die Strecke. Und da habt ihr halt hier 3 verschiedene, 3, 6 und 9 Kilometer. Ich denke mal, das hängt halt von den Runden ab, die ihr dann macht. Hier seht ihr nochmal das Hotel von hinten, wo wir euch vorhin gezeigt haben, dass vorne unsere Zimmer sind. Jetzt ist die Sonne schon untergegangen, ja, und das ist hier halt der Weg zum Sportplatz. Jetzt im Mai blüht noch alles. Ich weiß nicht, ob ihr die Musik hören könnt. Das ist ja vom Hotel nebenan. Ja, die läuft eigentlich irgendwie von morgens bis nachts um 5 oder was. Ich glaube, um 8 Uhr fängt das an und die geht ja bis nachts um 5. Und jetzt ist wirklich noch gediegen hier, so Gitarrengeklimper. Abends ist da richtig Bum, Bum, Bum Musik, ja. Und da sind teilweise Leute schon hier jetzt ausgezogen von der Seite, weil denen das zu laut war und die nachts nicht schlafen konnten. Also als Tipp, wenn ihr ein Zimmer vorab reservieren könnt, macht ihr nicht hinten raus zu dem anderen Hotel. So, hier sind wir an den Sportanlagen angelangt. Hier seht ihr einmal hier die Boccia-Piste oder den Boccia-Platz, ja, wo immer Boccia gespielt wird, Bowl. Da hinten, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, den hinteren Platz, das ist ein Basketballplatz, da laufe ich jetzt mal mit euch hin. So, hier seht ihr die ganzen Tennisplätze. Da ist ein Hotel, das ist ziemlich runtergekommen. Ich weiß nicht, ob da nochmal was gemacht wird, da bröckelt der Putz schon ab. Hat man ja häufig, wenn man in der Nähe von Salzwasser ist, aber ich glaube, da wohnt auch keiner mehr. Die Scheiben sind teilweise kaputt, das sieht jetzt nicht so schön aus. Habt ihr insgesamt 6 Tennisplätze und hier vorne ist halt noch ein Basketballplatz. Und hier neben den Tennisplätzen habt ihr halt hier den Fußballplatz. Ihr habt ja gesehen, hier gibt es den Beachjoggerplatz. Und hier gibt es halt den Fußballplatz mit Kunstrasen. Habe ich gestern auch mal gespielt, aber die fangen immer um 17:15 Uhr an und da ist hier noch eine Bullenhitze. Und für mich als Westeuropäer war es wesentlich zu warm. Da hinten in der Ecke, da seht ihr, da ist halt die Bogenschießanlage. Liegt also alles hier zusammen, die sind sehr gepflegt, die Anlagen, und sehr ordentlich. Sowohl die Tennisplätze als auch hier der Kunstrasenplatz.
Direkt hinten an den Sportanlagen habt ihr auch die Bungalows. Es gibt ja neben diesen normalen Doppelzimmern und Einzelzimmern und Familienzimmern und sowas hier auch Bungalows. Die sehen so aus. Die sind hier unten, ja. Habt da so eine kleine Mini-Terrasse dran. Ja, und entweder wohnt keiner über euch oder hier sind halt welche auch über 2 Etagen, auch mit einem Balkon oder Terrasse dran. Die Bungalows haben alle eine Nummer, die mit einer 3 anfangen. Hier nochmal ein Blick auf die Bungalows. Hier seht ihr auch auf dem Schild, seht ihr 3,8, 3,9 und so. Jetzt sind die ganzen Bungalows. Hier seht ihr sie halt auch. Sind also im hinteren Bereich, hinter den ganzen Pools. Da sind wieder Wohnungen und Zimmer. Ihr könnt vorab auf der Homepage auch Zimmer reservieren. Oder auch halt Bungalows. Und da kostet halt, glaube ich, 10, zumindest war bei uns so 10 Euro pro Tag, pro Aufschlag. Hier sind direkt die Pools. Und hier vielleicht für Eltern mit Kindern interessant. Hier habt ihr den Mini-Club, ja, den Kinderclub. Auch schön gestaltet hier, kleinen Spielplatz davor. Hier ist der Aufenthaltsraum. Dahinter ist der Pool, da können die Eltern sich halt hinlegen und hier können sie halt die Kinder abgeben zum Spielen. Ja, da hinten ist ein Spielplatz auch noch. Hier nochmal von der anderen Seite, ihr seht ein paar Wippen, Schaukeln, eine Bank. So, jetzt einer der beiden Pools. Das ist hier eher der Ruhepool, da hinten habt ihr liegen. Mit so einem Schleier drum, so einem Bett liegen, ja, die kosten aber extra, die könnt ihr reservieren. Es gibt hier eine App, da könnt ihr eigentlich alles drüber reservieren. Restaurant und was weiß ich, alles was früher so manuell ging, geht jetzt hier über die App. Allerdings gehen die Restaurantreservierungen, muss ich wieder rufen, momentan noch nicht in der App, ja. So, da hinten ist der Activity Pool, da ist halt Wasserball und ich weiß nicht, was da alles gemacht wird, alles mögliche an Aktivitäten gemacht. Da hinten ist diese Wunderbar, da ist auch nachts gibt es da halt noch Snacks. Hier in der Mitte ist das Animateurhaus, ja, und da ist noch ein weiteres Restaurant, wo ihr auch buchen könnt. Und hier vorne seht ihr halt dann die Poolbar. Und da hinten seht ihr ist der Kids Club wieder. Hier süß gemacht, habt ihr auch so eine kleine Umkleidekabine, ja. Und hier, kann ich euch mal zeigen, ist das Katzencafé. Hier laufen also ein paar Katzen rum, auch ein paar kleine. Und da haben die halt ihr Häuschen. Ich habe die allerdings noch nie da drin gesehen. Ich sehe die halt nicht immer nur abends. Hier steht es auch Cats Café. Habt ihr die ganzen Fußstapfen drauf. So, hier habt ihr den Aquapark. Ihr seht ganz viel Rutschen. Ja, ist gerade bei Familien sehr beliebt. Auch Schirme hier und so kleine Pilze hier und so Monster als Dusche. Hier vorne könnt ihr auch mittags snacken. Da ist so eine Snackbar. Wenn ihr nicht ins große Restaurant wollt tatsächlich. Hier habt ihr so ein Rondell. Hier sind auch abends momentan die Shows. Könnt ihr vielleicht hinten erkennen, die Bühne. Und hier geht es runter zum Strand. Ja, hier rechts ist ein Beachsoccerplatz und links ist ein Beachvolleyballplatz. Ja. So, hier ist der Platz für Beachsoccer. Direkt am Strand. Da hinten könnt ihr die Schirme sehen. Seht ihr hinter dem Hügel. Ja, da hinten ist die Strandbar. Ihr seht auch schon das Meer und die ganzen Flaggen. Und hier sind 2 Beachvolleyballfelder. Die findet ihr auch dahinter. Also alles direkt am Strand. Und wie gesagt, da unten habt ihr die Bar. Da bekommt ihr Getränke und mittags gibt es auch Snacks. So, hier sind wir jetzt auf der Terrasse von der Beachbar hier, die ist schon leer. Ich weiß gar nicht was, jetzt haben wir 6 Uhr, ne? Ist schon vorbei. Ja, da seht ihr, hier sind die ganzen Katamarane, die man mieten kann. Hier ist übrigens das Wassersportzentrum, da hinten seht ihr die lustige Banane mit 8 Personen, die haben wir auch schon getestet, die ist auch hier im Preis inklusive. Hier sind die Katamarane. Und hier seht ihr halt den Strand, ne? Da sind die ganzen Pferde, hatte ich ja schon erwähnt, Kamele, inklusive Kamelköttel, die könnt ihr jetzt hier nicht erkennen. Und hier ist halt der Strand, die ganzen Liegen. Oh, hier ist ein richtig guter Video. So, hier ist jetzt der Strand von Magic Life mit dem Meer. Zeit. Hier vorne kriegt er die ganzen Katamarane, ja, hier Kameltreffen. Da ist die Beachbar. Können wir ins Meer reingehen hier. Der Strand ist ohne Steine. Ja. Sehr weich, sehr schön. Sehr tief. Ihr seht, hier geht es direkt ein bisschen tiefer. Nicht so wie an den anderen Stellen. Hier schwimmt die eine oder andere Alge rum, aber sonst geht es eigentlich.
überall hier am Strand habt ihr natürlich Kamele und da habt ihr natürlich auch überall Kamelköttel liegen. Kann ich euch gleich auch nochmal zeigen, wenn ich da so einen Haufen sehe. So, hier seht ihr jetzt einmal unser Zimmer. Ja, das ist eins der 9 Zimmer hier in der 2. Etage. Wir hatten jetzt Zimmer 1247. So sieht's aus. Wir können dann auch nochmal eben zum Balkon gehen, dann zeige ich euch das mal. Wir hatten ja gerade schon gesagt draußen, dass ihr von hier oben das Meer sehen könnt, teilweise. Ihr seht, da sind auch zweigeschossige. Ja, sind also nicht alle dreigeschossig, einige sind zweigeschossig. Da hinten geht's raus und dann sind die Bungalows. So, und da oben seht ihr halt den Strand. Das ist halt der Weg, den ich euch vorhin gezeigt habe. Hier drüben ist eine Bar drin, hinten ist das Fitnessstudio und da mit dem Glasdach, das ist halt das Hallenbad. Auf dem Gang selber hier vor den Zimmern ist es sehr, sehr dunkel. Ihr könnt sehen, ihr habt gerade gesehen, wie hell draußen ist. Ja, und hier seht ihr halt, wie es auf dem Gang aussieht. Ja. Das ist natürlich, wenn ihr vom Dunklen ins Helle kommt oder umgekehrt, habt ihr erstmal ein Flackern auf den Augen. Überall am Strand gibt es ja auch zig Wassersportmöglichkeiten. Ja, hier habt ihr so Powergliding, Bananenboot oder diese, keine Ahnung wie das heißt, was da hinter dem Boot hängt, was so wie so ein Sofa ist, Jetski. Und hier sind zig Anbieter am Strand. Im Hotel TUI Magic Beach Penelope habt ihr sogar teilweise Sachen kostenlos drin. Ne? Da ist ein Bananenboot zum Beispiel drin, 2-mal am Tag. Wasserski, glaube ich auch. Was? Kanu auch noch, genau. Und da habt ihr halt die Sachen dann kostenlos sogar drin hier. Der Strandabschnitt hier mit den Steinen nennt sich wohl Playa Venice, also Venedig-Strand oder irgendwie sowas. Ja. Gehört, ist aber ein Teil von diesem Sidimare-Strand. So, hier könnt ihr auch noch die Steine sehen. Ja, also richtig übel, richtig viel Steine hier. Habt ihr also hinten gar nicht bei dem TUI Hotel. Da könnt ihr echt reinlaufen, ohne dass ihr irgendwas habt. Aber hier habt ihr richtig dicke Steine und deswegen ist ja auch niemand im Wasser, wie ihr sehen könnt. Wir sind jetzt hier auf der Höhe vom Aldiana Beach. Das ist der Strand hier vom Aldiana Beach. Ja, Strand und auch das Meer ist sehr, sehr schön. Allerdings ist es ziemlich flach. Das heißt, ich denke, man muss sehr weit reingehen, bevor man überhaupt schwimmen kann. Ja, sieht wirklich sehr, sehr flach aus. Und ich weiß gar nicht, da hinten sind ja die Bojen. Bis dahin darf man hier nur überhaupt schwimmen. Ja, und genau. Da vorne sieht man ja noch, da ist auch noch hell. Ja? Auf über die Hälfte Strecke von Boje. Das heißt, ja, ist auch noch nicht so tief, da das Wasser. Ja. Ja, wir sind ja immer noch am Sidimare Strand. Und so sieht es halt viele Stellen aus. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Hinten sind ja die Hotels. Alles zu. Keine Ahnung, ob die nochmal aufmachen jetzt, wenn die Hauptsaison ist. Eigentlich, man ist ja schon öfters im Mai hier gewesen, ist da immer schon wesentlich mehr los. Und die Hotels sind auch fast alle schon geöffnet. Ja, hallo ihr Lieben. Ja, da sind wir wieder zurück. Leider. Leider, ja. Ja. Wie fandest du es denn? Toll. War richtig, richtig schön. Wir wären gerne noch länger geblieben, aber war nur 7 Tage. Ja. Das Wetter war herrlich, so immer 25 Grad und windig. Die letzten Tage 2 war Tage, warm. ja, das war sehr heiß, Das war sehr 35 warm, ja. Grad. Da ging auch gar kein Wind, das war schon ziemlich warm. Ja. Und das für Ende Mai, Genau. Anfang Juni, ne, war Ja. das schon wirklich kuschelig warm gewesen da. Ja. Hotel war sehr schön, Ja, muss ich sagen. Ja, war ja, ist glaube ich 4 Sterne war bewertet. genau, Ne? 4 Sterne. Wir waren vor 3 Jahren oder so im TUI Blue, TUI Blue hieß es, ne? Genau, das ist ein Stückchen weiter hoch, was wesentlich besser bewertet war. Ja gut, es war auch so, es war halt feiner da in dem anderen, würde ich sagen, oder? Vom Essen her. Ja, und auch so die Leute und man hat sich das schicker gemacht. Ja. Und die Zimmer waren halt schon ein bisschen ordentlicher, obwohl das Zimmer auch gut war, aber die waren halt anders. Und wir hatten ja damals ein mega Zimmer da auch gehabt. Ne? So Genau. großes. Wobei jetzt in dem Hotel müssen wir sagen, wir haben ein Hotelzimmer unten bekommen. Das wollten wir jetzt nicht so gerne haben, deswegen haben wir gefragt, ob wir oben ein Zimmer kriegen würden. Das ging alles problemlos. Der hat sofort uns ein anderes Zimmer gegeben, also sehr, sehr nett, die Leute an der Rezeption, aber auch vom Servicebereich und also da konnten wir echt nichts aussetzen. Ja, stimmt. Die waren wirklich sehr nett gewesen. Ja. Alle total hilfsbereit. Sehr. Das Essen war auch wirklich sehr gut Ja. gewesen. Ne? Das Essen war Also wirklich- man hat hier, seht hier, passt nicht mehr. Ja, da war vorher so ein weites T-Shirt. Also wir Oder haben was, halt ein All-In Hemd. gebucht, ne? Und Ja. das hat sich aber wirklich gelohnt, weil ja, man hatte wirklich die Qual der Wahl. Ja. Und Die Cocktails waren
okay, sag ich mal. Ja, da Ja, muss ich sagen. Aber obwohl wir waren ja, wie gesagt, schon öfters All-In und für ein All-In-Hotel waren die Cocktails auch gut ja, gewesen, muss ich sagen. Ne? Manchmal kriegt man ja so eine zusammengemischte Plörre da irgendwie mit oder irgendwelchen Säften oder was oder genau, Konzentrate. oder Ne? viel Wasser oder Ja. viel Und Eiswürfel. das war da nicht der Fall, war auch Ja, eine große Auswahl. Da stand ja nur einheimische Getränke, kann sein. Ich habe jetzt auch Whisky Cola oder Wodka Lemon mal getrunken oder so und das ja, hat wirklich alles gut geschmeckt. Ne? Die Cocktails haben mir jetzt, da waren 2, 3 auf der Karte. Ich glaube, es waren 10 zur Auswahl, die mir wirklich, wo ich dachte, die waren lecker. Der Rest war halt, fand ich gewöhnungsbedürftig, aber so sind die Geschmäcker ja unterschiedlich. Ne? Der eine genau. trinkt lieber was mit Sahne, so ein Pina Colada, Ja, der andere mal einen Mojito oder so. Ne? Obwohl der Mojito da sehr gut war. Ne? Und der der war der Caipirinha, Beste. Also ich fand ihn am besten, ja, wirklich. muss ich auch Und die sagen. haben aber auch mit Alkohol nicht gespart. Von daher, weil in manchen Hotels sparen sie schon mit Alkohol. Da schmeckt man den Alkohol jetzt nicht so raus. Also guckt das mit Alkohol jetzt und nee, da hat man den Alkohol teilweise sehr gut Ja. rausgeschmeckt. Das Ja, stimmt, ja. Ähm, Jetzt war es auch vielleicht ein besonderes Erlebnis, weil man ja jetzt lange Zeit zu Hause war. Ne? Wir waren ja jetzt lange nicht weg während der Corona-Zeit und ja, da war jetzt eigentlich die erste Reise wieder am Strand und da war einfach ein mega tolles Gefühl, ja. Ihr habt auch die Umgebung, habt ihr ja gesehen in dem Video jetzt. Wir haben ja so einen Strandspaziergang gemacht, konntet ihr ja sehen. Die Hotels sind teilweise sehr leer, nebenan oder teilweise sogar noch geschlossen. Und ich hatte es ja im Video auch schon erwähnt, ich habe halt die Befürchtung, dass da einiges während Corona jetzt kaputt gegangen ist. Ne? Wir hatten uns halt da auch unterhalten mit den Leuten vor Ort, mit den Einheimischen da. Und da war teilweise gar nichts an Tourismus gewesen, jetzt auf Djerba während der Corona-Zeit. Der Flughafen war sogar zu. Er durften nicht mal Flüge anreisen, ja. Also die hatten wirklich gar nichts gehabt eine ganze ja, Zeit lang. Ne? Und die freuen sich halt über jeden Touristen, der jetzt tatsächlich kommt. Dann, ne? genau. Und man braucht auch keine Angst zu haben, weil wirklich alle aus diesem Hotel können Deutsch. Es Ja. gab nicht eine einzige Person, die jetzt kein Deutsch konnte. Ähm, Also vielleicht eine Frau, aber Ja, die kann konnte dann sein, ja, aber Englisch. Aber überwiegend sprechen die wirklich alle Deutsch. Und von daher, ich war sogar beim Friseur, sogar der hat Deutsch gesprochen die ganze Zeit. Also das war wirklich richtig gut. ja. Die Wellness-Sachen haben wir nicht getestet. Du warst beim Friseur halt gewesen, wenn das dazu zählt jetzt, ne? Aber Ja, Massage haben wir nicht getestet und so. Da sind die Preise halt schon ähnlich wie hier in Deutschland jetzt. Ist aber häufiger so im Hotel, ne? Wenn du da was machst, ist es meistens teurer. Das Hallenbad hatte jetzt Ende Mai, Anfang Juni auch geöffnet. Ja, ja, obwohl in der Beschreibung stand, dass es ab Mai oder was zu ist. Ne? genau. Genau, das war Ja, trotzdem offen gewesen. Die Schirme und die Liegen waren okay am Strand. Ja, man konnte ein schönes war Schläfchen machen. Ne? super. Es Ja, stand halt schon, ich kann mir halt vorstellen, im Sommer ist es sehr eng. Weil es war nicht weit, war kein weiter Abstand jetzt zwischen den ja. Liegen, aber da hat jetzt nicht so voll war, ging es eigentlich. Ne? Aber die Liegen an sich waren sehr bequem und im Preis inbegriffen halt Ja, auch, ne? Was auch im Preis inbegriffen war, was auch ganz toll war, war Bananenboot. Ähm, Was war da noch? Katamaran, aber nur mit Schein. Ne? Katamaran, genau, Also nur mit verschiedenste Schein. Wassersportmöglichkeiten hatte man da die Ja, Möglichkeit. Ne? Das ist halt für Bananenboot muss man sich zum Beispiel eintragen. Es gibt halt so eine App, die habt ihr da vor Ort und in der App könnt ihr halt diese ganzen Sachen buchen. Ne? Da könnt ihr eigentlich auch, genau, das war so ein bisschen Kritik, vielleicht, wenn man kritisieren kann, auf hohem Niveau, die Restaurants buchen. Da sind ja so genau. Spezialitäten-Restaurants. Und ja, ich sag mal, das hat bei uns halt nicht funktioniert und bei den meisten nicht in der App. Wir konnten also nicht über die App die Restaurants buchen. Ne? Da mussten wir an eine Anmeldung gehen Ja. und das hat aber nicht geklappt. Nee, und ein guter Tipp für euch, wenn ihr vor Ort seid, bucht bitte sofort die Restaurants, weil die sind super schnell ausgebucht. Also man hat natürlich die Möglichkeit, wenn die App nicht funktioniert, dass man dann an der Rezeption das halt anmeldet. Aber bei uns waren halt leider alle Restaurants schon ausgebucht. Deswegen macht das direkt am ersten Tag, damit ihr noch einen guten Platz ergattert. Aber wie gesagt, das Essen, es gab ja auch unterschiedliche Mottos auch beim Essen, beim Abendessen, ne? Da gab es mal einen tunesischen Abend und so. Also es wird ja auch viel geboten, ne? Mit Musik, mit allem drum und dran. Da sind natürlich hier sehr viele Fotografen, die machen auch immer Fotos. Man kann die dann halt ja, preislich erwerben. Ich weiß jetzt aber nicht, wie teuer die waren, weil wir das nicht gemacht haben. Ähm, Ansonsten am Strand natürlich findet man da Pferde, man kann da auch reiten oder Kamele reiten. Ja. Nee, Dromedare. Dromedare, ja. Tunesische Dromedare. Kamel ist das halt. Ja, Der Nachteil davon ist halt, es liegt oft Kamelkacke am Strand. aber die
riecht man nicht und die sieht man nicht. Also wir haben die echt gesucht und da sind so kleine, ganz kleine Gürtel. Die merkst du aber am Fuß. Ja, Ja, da sollte man schon gucken, wenn wo da man drauf drauf tritt. tritt. Ist wie ein weiches Steinchen, so ähnlich. Ja. Aber wie gesagt, ich habe nichts gerochen und mich hat das auch null gestört. Am Strand selber, hat die Anna ja schon gesagt, konnte da halt auch reiten, Pferde reiten. Wir hatten halt dieses Einführungsgespräch mit dem TUI-Reiseleiter und der hat uns davon abgeraten, ne? Weil die Pferde da ausgenutzt werden und die würden den ganzen Tag nichts zu trinken bekommen und schlecht behandelt werden. Und das sind wohl angeblich alles Fischer, die fischen und im Sommer, wenn die Touristen kommen, machen sie auch Pferde. So hat er grob gesagt, ja. Und da wäre halt nicht für die Pferde gut. Ja, es ist teilweise tatsächlich so, weil die halt zwei Zeiten haben. Die haben halt den Winter, da sind keine Touristen, die müssen Geld verdienen, dann gehen sie fischen und dann haben sie im Sommer vielleicht Pferde. Wir haben aber da jemanden kennengelernt mit dem Pferd, auch mit dem wir uns unterhalten haben und der hat uns ein bisschen erzählt über die Pferdehaltung und das war bei weitem nicht so, wie der Reiseleiter sagt. Ja, Was natürlich nicht heißt, dass es auch schwarze Schafe darunter gibt, die hat man halt überall. Stimmt. Ne? Also Ja. wenn ihr sowas vorhabt, sprecht mit den Leuten, da hört euch so ein bisschen um und genau. ja, da muss man halt so ein bisschen aufpassen. Aber die Pferde sahen alle sehr gepflegt aus. Da Total. hat auch keins irgendwie jetzt großartig Hunger gehabt oder sonst was irgendwie. Ne? Die Nee. Dromedare haben auch immer was zu trinken gekriegt zwischendurch und so, trotz der Genau. Wärme jetzt. Und Vor allem auch die Babys. ja, Dromedar-Babys sind da halt auch. Ja. Dem einen oder anderen habe ich mitgekriegt, hat es auch gestört, dass die Kamele da lagen und die Dromedare, ne? Der wollte das halt nicht haben, weil die haben nur blub, blub oder irgendwie so Geräusche Ja, aber gemacht. das hat die ist ganze ja Zeit, halt, ne? Ein gerufen, Tier möchte auch gerne sprechen. So ging es, glaube ich, die ganze Zeit, ja. Und da war tatsächlich ein Tourist dabei, der hat sich da beschwert, die Security sogar geholt, fand ich ein bisschen übertrieben jetzt, muss ich sagen. Weil jeder, der da hinfährt, das steht ja überall. Ja. Also man sieht das, man hört das auch, man liest das und von daher, wenn man da hinfährt, muss man sich darauf halt einstellen. Ne? Ja. Das ist halt normal da. Ja, Und ich fand aber, was ich noch sagen muss, den Strand super. Sand ist super weich und wirklich fast weiß schon. Ne? Das Meer wunderbar, wirklich ganz, ganz klar, keine Steine im Wasser. Und zu der Jahreszeit war es auch echt warm, also man konnte echt gut schwimmen. Ja, deswegen im Ganzen war echt super, super Strand, super Wasser, super Hotel. Ja. Wir hatten natürlich auch noch das Glück, dass wir Zimmer fast direkt am Strand bekommen haben. Also wir mussten ja nicht weit laufen, weil die Anlage ist schon sehr, sehr groß. Wir hatten sogar Meerblick und so. Das ja, war seitlichen schon- Mehrblick jetzt so richtig. Ja, seitlich. Aber Ich weiß wir gar haben nicht, ob das es Meer Zimmer halt gibt mit gesehen. Mehrblick überhaupt, wenn hat man vielleicht seitlichen. Ne? Das weiß ich Ihr auch habt halt die nicht. Möglichkeit, einmal Standard-Doppelzimmer und dann sind diese Budget, also die günstigen Doppelzimmer zu buchen. Ja? Die sind ein bisschen günstiger. Ich glaube, die gibt es auch bei jedem Anbieter, wie ich das gesehen habe. Der Unterschied soll angeblich sein, dass die Lage halt nicht so gut ist. Ja? Ich glaube, die Zimmer sind im weitesten identisch. Ihr zahlt dann halt für die Standarddinger 20, 30 Euro mehr oder was für beide zusammen. Ne? Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie es ausgegangen wäre, wenn wir jetzt ein anderes Zimmer gebucht hätten. Vielleicht hätten wir da auch nicht so schnell tauschen können. Kann ja sein, ja, dass die Aber die waren schon... Reisekeiten, die haben ja eine bestimmte Anzahl von Zimmern, eine bestimmte Zimmer halt. Ja? Und vielleicht sind die mit der nicht so guten Lage, kriegst du vielleicht, wenn du ein billiges Zimmer buchst. Ne? Das kann jetzt sein. Also ich hatte jetzt aber das Gefühl, dass das Servicepersonal sehr darauf bedacht war, dass es dem Urlauber gut geht und dass seine Wünsche erfüllt werden. Ja, das stimmt. Soweit wie es halt möglich ist. Ihr habt halt auch Bungalows in der Anlage. Hatte ich auch gefilmt, habt ihr ja gesehen Genau. gehabt. Die haben wir uns jetzt selber nicht angeguckt. Ich weiß auch nicht, ob es jetzt, also ich bin eigentlich auch eher ein Typ, ich muss nicht in so einem Klotz oder so, ja, ich mag das nicht, wenn ich rechts und links einen Nachbar habe. Im ersten Zimmer hatten wir die auch gehört, die haben ja nachts da gestritten oder was, da ging es richtig ab. Und eigentlich habe ich gerne immer ein Bungalow, muss ich sagen, ja, dass ich dann für mich bin und meine Ruhe habe und so. Aber auch da, die Bungalows sind tatsächlich so wie die Zimmer aneinander gebaut. Das heißt, ihr habt ja zack, 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 die sind alle nebeneinander. Ihr habt zwar euren eigenen Eingang und eigenen Bereich, aber ihr habt trotzdem Nachbarn rechts und links, ja, also ist jetzt nicht viel anders. Ihr habt keinen oben drüber, der euch auf den Kopf trampeln kann, ne? Aber das habt ihr auch nicht, wenn er ganz nach oben geht. Genau, in dem Block, wo wir waren also gegenüber des Wellness-Bereichs. Wenn ihr da ganz nach oben geht, dann könnt ihr halt den Strand tatsächlich sehen. Dann habt ihr Meerblick. Seitlich, genau. Unten habt ihr nicht die Möglichkeit, da seht ihr nichts, weil da noch so eine Mauer ist. Aber wenn ihr da in den gleichen Klotz versucht, Zimmer oben zu kriegen, ihr habt die Möglichkeit auch vorher Zimmer zu reservieren in der App oben. Ne? Ja. Da könnt ihr euch schon welche aussuchen. Kostet allerdings. Der war auch Ja. gar nicht so günstig. 10 Ja. Euro pro Tag oder was, der war schon, ja, und wenn Ja, dann 2 genau. Wochen bleibst, sind 140 Euro, das ist schon happig. Ja. Vielleicht probiert man das dann vor Ort. Genau, aber die Parkanlage an sich ist auch wunderschön mit ganz, ganz vielen Palmen und sehr sauber die Parkanlage. Und man hat auch sehr viele Sportmöglichkeiten, was auch im Preis inbegriffen sind. Wir waren zum Beispiel Tennis spielen,
Wir haben Bogenschießen gemacht. Das ist halt alles im Preis inbegriffen. Das finde ich wirklich toll. Ja, Also das bieten nicht viele Hotels an das stimmt. für umsonst. Die Anlage ist also wirklich sehr weitläufig. Ja. Da dürfte es im Sommer auch keine Probleme geben, auch wenn viele Leute da sind. Ich habe aber leichte Bezweifel, die liegen am Strand, waren nicht so viele gewesen, wenn da im Sommer voll ist. Und jetzt war Sommer, ja ja. das Hotel Im Sommer ein Viertel viele voll, Leute. wenn überhaupt. Ne? Da war ja gar nicht voll. Oder auch das Restaurant. Da waren jetzt schon teilweise, obwohl war nicht schon voll war, am voll, Wochenende ja. war da so eine Tagung gewesen, eine tunesische Tagung. Da waren dann ein paar Leute mehr und da musste man tatsächlich schon anstehen beim Essen. Und wie gesagt, das Hotel war ein Viertel voll oder vielleicht war es dann ein Drittel voll, wo die Leute da waren. Ja? Also ich kann mir vorstellen, dass es im Sommer sehr voll ist und knubbelig da. Und auch die Draußentische waren jetzt schon oft belegt. Ne? Ja. Wir haben immer einen gekriegt, aber wir mussten schon immer ein bisschen stimmt, gucken. wir Da war mussten nicht mal schon mal frei, gucken, ja. ja. Da waren schon einer besetzt, dann sind die Leute aber gerade aufgestanden. Ist also nie, dass man hinkommt, konnte sich direkt hinsetzen. Also wie gesagt, da könnt ihr euch im Sommer halt ein bisschen drauf einrichten, dass das vielleicht ein bisschen knubbeliger wird, die ganze Sache. Ne? Genau. Und zurück nochmal zu der App. Da könnt ihr zum Beispiel auch sehen, welche Essensmöglichkeiten es gibt. Ihr könnt auch zum Beispiel eine Auswahl treffen. Ob das dann am Ende serviert ist, weiß man nicht. Ich glaube, bei mir war das nie so. Alles, was ich ausgewählt habe, kam nicht auf den Tisch. Aber Also einen komischen Geschmack. ja, genau. Der mag ja keiner. Aber ich finde schön, dass man diese Option halt hat und man kann auch sehen, was abends immer für Veranstaltungen stattfinden, jeden Tag. Und deswegen ist die App soweit halt ganz gut. Ja, da können wir direkt schwenken zur Animation. Die Ja. Abendanimation, also jetzt zu dem Zeitpunkt, wo wir da waren halt wenig Animateure da und da kamen halt jeden Tag neue dabei. Für mich muss ich sagen, jetzt sehr junge Leute, Ja, die waren schon sehr 18, jung. 19 Ja. vielleicht, würde ich sagen. Und die wurden dann halt angelernt, deswegen war es halt jetzt noch nicht so volles Programm, was aber für die Anzahl der Leute auch gereicht hat. Ja, die haben da viele neue Shows ausprobiert dann auch, ne, für uns jetzt, die wir gesehen haben. Die erste Animation oder die ersten zwei waren drin, Die erste, in so einem ja. Konferenzsaal. Ja. Und der war auch komplett gefüllt. Da war so ein Musical-ähnliches Musical, Teil, ja. was sie da gemacht haben. Also gut gemacht, muss ich wirklich Sehr sagen. gut. Toll gemacht, ja. Da ist so eine Dame, die singt halt echt klasse. Engländerin, Ja. glaube ich, war da gewesen. Jetzt nach 7 Tagen hat die jeden Abend gesungen. Ja, also irgendwie, ob das jetzt Musical-Show war oder 70s-Show oder sonst was, dann kam die immer raus und hat gesungen und einer hat da immer da ist eine, die ist sehr artistisch, die hängt sich immer irgendwo dran und dreht sich und macht Handstand und so. Also da war schon immer irgendwie alles dabei. Ja, das hat sich schon immer irgendwie wiederholt. Ne? Ja. Er war jetzt also nicht so die Shows, wo ich sage, wow, der war klasse und teilweise sind wir dann auch gegangen. Vielleicht auch, liegt auch daran, dass wir schon 3 Cocktails getrunken hatten und ein bisschen müde waren, ja, aber also ich habe schon ein besseres Animationsprogramm gesehen, was ich aber sagen kann, dass vielleicht daran liegt, dass tatsächlich jetzt, dass die Animateure halt neu kamen und dass die erst alles einprobiert haben. Genau. Sportlich, wie Anna schon sagte, Bogenschießen habe ich gemacht, ich habe auch noch Fußball gespielt und so, also Boccia. zumindest so kannten sie sich meiner Meinung nach, wie sie mir erklärt haben, gut aus. Vielleicht liegt es auch daran, weil ich mich nicht auskenne. Aber so Bogenschießen, was er gesagt hat, wo man darauf achten muss, hat sich alles jetzt so schlüssig angehört. Nicht, als wenn sie da Total. irgendjemand hinstellen, Ja. der keinen Plan hat. Ne? Also ich Ja. denke schon, dass die Leute da tatsächlich Ahnung haben. Ich habe zum ersten Mal Bogenschießen gemacht und ich hatte keinen Muskelkater. Das war super. Ich auch nicht, glaube ich, oder? Das Weiß war ich gar richtig nicht. super. Ja, haben wir sonst noch irgendwas vergessen, was die Leute wissen sollen? Wenn ihr Nee, noch was also- wissen wollt, könnt ihr auch gerne drunter schreiben. Genau, wenn ihr Fragen irgendwelche in den Fragen Kommentaren. habt. Ne? Genau, ansonsten am Strand war noch so eine Bar, da konnte man sich auch Getränke holen. Das war halt auch ganz cool. Und auch auf dem Weg zum Strand gibt es auch noch für Kinder ganz viele Rutschen und auch nochmal eine Bar mit Essen. Hier ist extra so ein Pool, ne? So eine Poollandschaft Genau, mit kleinen dann, Rutschen. dann so, noch ja. ein Pool, genau. Also sehr viel für Kinder auch. Sehr kinderfreundliches Hotel. Und eigentlich war Was auch halt... heißt, dass es lauter werden kann halt, ne? Ja, genau, Also aber das für ist auch- Familien ist das halt Genau, super, ist für ne? Familien Und, ausgelegt und Ja. klar, wenn man jetzt da hinfährt und möchte dann eine Oase der Ruhe haben, auch in der Ferien, die wird man nicht kriegen, denke ich Nein. mal, weil da halt auch Kinderveranstaltungen sind, die Kinder grün halt, so wie Kinder halt sind, das ist halt so, ja. Ja. Sind halt aktiver, ne? Wenn man sich da entspannen will, dann sollte man halt lieber ins Tui Blue oder so, ne? Da ja, war oder halt, außerhalb der Saison halt, ne? So wie wir ja, außerhalb ja der auch. Ferien. Obwohl, da waren ja auch schon Kinder gewesen. Ja, jetzt, aber ne? die hat man ja nicht gehört, also kaum. Nein, das ist richtig, Ja. aber ist halt auf Kinder schon ausgelegt dann Genau, tatsächlich, ne? genau. Da gibt es ja wirklich, also eigentlich alles, was das Herz begehrt, ne? Ja. Also eine Sache, was nicht so gut war, was aber nichts mit dem Hotel zu tun hatte, war halt die Reise an sich. Die Anreise und die Abreise. Vielleicht habt ihr das ja mitbekommen, das ist ja absolute Katastrophe. Wir sind dann von Düsseldorf geflogen, waren
3 Stunden vorher da, bestimmt. Ja, wir waren also echt schon früher. Eigentlich sind wir immer 2 Stunden vorher da. Haben uns dann an den Check-in-Schalter angestellt und da war schon eine Schlange von 150, 200 Meter, als wenn die Leute das schon gewusst haben. Und der Check-in-Schalter hat tatsächlich Punkt, wir sind glaube ich 35 geflogen irgendwie, weiß nicht, war 13:35 und dann hat der Punkt 11:35 Uhr aufgemacht von der Tour, ja. Keine Minute eher, obwohl die Schlange da war. Wir waren dann durch in 12:35 Uhr, haben wir über eine Stunde gestanden da, sind dann zum Check-in gegangen und haben da auch nochmal eine Stunde gestanden. Das heißt, ja, ich musste erst in meinem Leben zum Flugzeug rennen. Das war ziemlich scheiße. Keiner hat einem geholfen, nicht an der Security, nirgends. Wir haben da verschiedene Leute angesprochen. Wir haben gesagt, hören Sie mal, unser Flieger geht in 15 Minuten. Wir stehen jetzt hier schon 45 Minuten. Ja, da kann ich nichts machen, sagt die Frau. Ja. Dann waren noch 5 Minuten, bis ich dann meinen Koffer auf dieses Band legen konnte oder mein Handgepäck, wo durchleuchtet wurde. Und da habe ich zu dem Mann gesagt, hören Sie mal, wir müssen durch, in 5 Minuten geht mein Flieger. Ja. Ich sage, ich schaffe das nicht, wir müssen noch ein paar Meter laufen. Ja, was soll ich machen? Da müssen Sie sich bei der Bundespolizei beschweren, hat er dann gesagt, ne? Ich sage, und wenn ich den jetzt verpasse, ja, da kann ich ja nichts für jetzt oder so, ja. Die waren tiefenentspannt. Da kriege ich so eine Krawatte, die Leute können vielleicht auch nichts dafür, aber ich bin sehr gestresst angereist, muss ich sagen, ja. Ich hatte so eine Krawatte, wir sind dann in den Flieger gerannt, wie gesagt, 35 sollte er, glaube ich, fliegen, ich glaube, wir waren drin 34. Also wir waren irgendwie 32 da, wo der Bus abfährt oder 30. Da standen dann noch Leute, dann kam der Bus und dann waren wir halt so 35 oder so tatsächlich drin, haben uns hingesetzt und dann war der Flieger halb voll. Ja, dann mussten wir noch eine Stunde warten, bis alle Passagiere dann wirklich in den Flieger eingestiegen sind. Die hatten ja alle das gleiche Problem. Ja, und dann sind wir natürlich mit Verspätung dann losgestartet. Aber, und zurück war das genauso. Zurück hatten wir auch eine Stunde Verspätung, weil die halt am Düsseldorfer Flughafen nicht aus den Pütten kamen oder die Organisation wieder ganz schlecht war. Und ja. Also erstmal hatten wir Verspätung beim Rückflug dann noch gehabt, weil der Flieger viel später wieder in Düsseldorf abgeflogen ist. Genau. Und dann sind wir angekommen in Düsseldorf, sind gelandet und kein Mensch wusste, dass wir ankommen, dass unser Flieger ankommt. Das war ein Big Surprise. Ja, dann hat der Kapitän durchgesagt, es ist keine Treppe vorrätig. Und dann haben wir da eine halbe Stunde gesessen, bis eine Treppe ankam, bis wir aussteigen konnten tatsächlich. Ja, also Katastrophe, muss ich wirklich sagen. In Tunesien selber ging es ratzfatz. Tunesien war wir sind super. Ausgestiegen, ja. Ich kenne das ja mit dem Visum, müsste dann der Visum ausgehen, dann geht er da durch. Waren innerhalb von 10 Minuten durch, die Koffer waren schon auf dem Band, ja. Koffer genommen und dann sind wir rausgegangen. Ich verstehe nicht, warum es da funktioniert und hier tatsächlich nicht, ja. Da war wirklich super, alles super. Teilweise waren die Leute sehr gelangweilt und schon müde, ne? Am Schlafen, weil da nichts los war. Ja gut, so ja, da jetzt, aber so, die Passagiere waren schon alle geladen, weil die alle warten mussten. Die waren alle geladen, alle sauer gewesen. Ja. Und Anna hat dann auch den Flughafen angeschrieben, die sagen, wir können nichts machen, das macht die Bundespolizei und die Bundespolizei sagt, ja, da haben wir aber nichts zu tun, Check-in gehört zum Flughafen. Im Endeffekt ist man der Doofe, man sagt ja, man soll sich halt beschweren und dann kriegt man Geld zurück, ja, kann man tatsächlich machen, aber erstmal wird man hin und her geschickt. Und dann heißt es Mangel an Personal, die können nichts dafür, die können nichts machen. Wir auch nicht. Eben. Ja, da müssen sie nichts verkaufen, ganz einfach. Ja. Ich kann nicht jeder verkaufen, weil ich nicht bieten kann. Und vor allem, es ist auch logisch, dass nach Corona ganz viele wegfliegen wollen wieder, ne? Und dass dann so eine Organisation herrscht, ist schon übel. Schade, ja. Naja, dann drücken wir euch die Daumen, dass ihr einen vernünftigen Flug habt, dass sich die Lage ein bisschen entspannt bis dahin, wenn ihr da im Urlaub fliegt. Und wir können euch das Hotel und Djerba und überhaupt sehr empfehlen. Ja. Also fliegt gerne dahin und wenn ihr mal da wart, könnt ihr auch gerne uns berichten, wie es euch gefallen hat und ja, darüber würden wir uns auch freuen. Ja, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr schon mal da wart oder ob ihr, wie das Video überhaupt war, ist ja jetzt unser erstes Video. Vielleicht noch eine Sache, die Leute interessiert, die Corona-Sachen vor Ort. Ja, genau, da könnte man nochmal drauf eingehen. Ne? Das Wichtigste, Im Hotel selber war keine Maskenpflicht. Nirgends, nur im Restaurant. Genau. Also beim Buffet, was ich ja auch vernünftig finde. Ich finde das auch unabhängig von Corona vernünftig, weil es gibt ja Leute, die, was weiß ich, husten, niesen, was weiß ich. Deswegen ist so eine Maske immer gut. Da war halt Maskenpflicht. Aber sobald man am Tisch kam, am Platz, konnte man die wieder abmachen. Ja, genau. Aber sonst konnte man wirklich ohne Maske da laufen. Deswegen, das war auch sehr entspannt. Ja, war sehr entspannter gewesen. Und angeblich sind die Zahlen da auch nicht so hoch. Nee. Ist natürlich immer zu hinterfragen jetzt, keine Ahnung, die testen auch nicht so viel, vielleicht finden sie auch nicht, man weiß es halt nicht, ja, oder es ist wirklich da nicht angekommen, weil die sich isoliert haben und keine Flieger mehr reinkamen, weiß man nicht. Wir haben uns aber relativ sicher gefühlt, auch im Hotel, muss ich sagen. Ich bin ein sehr vorsichtiger Typ gewesen jetzt eigentlich, aber
Ich war auch am Anfang, ich dachte, oh, soll es überhaupt fliegen? Ja, wie weiß, wie das da aussieht. Aber ich habe mich da wirklich sicher gefühlt, muss ich sagen. Und das war sehr angenehm. Und die Sicherheit kam aber auch dadurch, dass vor Ort im Hotel auch immer ein Arzt vor Ort ist. Und zu bestimmten Zeiten, jetzt abends oder so, sollte was passieren, wird der Arzt immer gerufen. Und der ist auch in unmittelbarer Nähe. Also von daher haben wir uns da wirklich sehr sicher gefühlt. Ja. Hätte mal was passieren müssen. Und da fällt mir noch eins ein, unmittelbarer Nähe. Wir sind aus dem Hotel raus. Ihr habt an der Hauptstraße, wenn ihr so 200 Meter hoch geht, sind so ein paar Bars und Restaurants, ein paar Diskotheken. War aber relativ leer jetzt. Ne? Die haben zwar die ganze Nacht geöffnet. Also wenn ihr jetzt rausgehen wollt Richtung Straße, zumindest zu der Zeit, wo wir da waren, da ist nichts. Ja, ihr könnt ja vergessen. Wir haben halt Märkte besucht dann, oder einen haben wir gemacht. Ne? Wir wollten jetzt 2 machen, haben dann aber nur einen gemacht, weil dann dem einen Tag so warm war. Ja, das ist halt wie die anderen Märkte. Ihr bekommt die nachgemachten Klamotten da. Lecker gebrannte Erdnüsse könnt ihr kaufen da. Müsst ihr natürlich auch überall handeln. Ne? Cappies und all so ein Zeug kriegt ihr halt da. Müsst ihr aber gut handeln. Ja, ist halt der typische Touri-Zeug. Ja? Ist nichts Außergewöhnliches jetzt der Markt. Aber wenn man da mal gerne mitmachen möchte, einmal ist das in Ordnung. Aber dann, Taxi vom Hotel zum Markt, 3 Euro oder wie teuer ja, war das? irgendwie ganz also sehr billig. günstig. Viertelstunde Fahrt, 3 Euro oder so. Ja. Ja. Da können sich hier mal eine Scheibe abschneiden. Ne? Ja. So, jetzt haben wir auch, glaube ich, alles erzählt. Ja, Und wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es gerne unten rein. genau. Wir werden bereitwillig antworten. Ja, Supi, dann machen wir uns fertig für die nächste Reise. machen wir. Ja, alles klar. klar. Macht's gut. Bis Tschüss. dann, ihr Lieben. Tschüss.